Geil, ich bin jetzt in Bosnien. So, gerade die Grenze überquert. Jetzt heißt es Bargeld holen, SIM-Karte, mal gucken, was sich da so ergibt. Und dann Schlafplatz suchen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war super. Bin zwar wieder 4-mal aufgewacht, aber ich hatte einen sternklaren Himmel und es war zwar ein kleines bisschen frisch, aber nicht zu kalt. Der Morgen super, Sonne ging über den Bergen auf, alles total klasse. So, jetzt geht's in die nächste Stadt, ein paar Besorgungen machen. Vorhin musste ich erstmal, als es hier die Hügel raufging, über so einen bescheuerten Schotterweg rüber. Das ist natürlich nicht so angenehm. Also rauf und runter okay, aber dann bitte auf Asphalt. Naja. So, und meine letzte Gaskartusche hat den Geist aufgegeben. Jetzt heißt es ab sofort mit Benzin kochen. Na, mal gucken. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber wird schon funktionieren. So, Attacke. Ich war jetzt in dem kleinen Dorf bei diesem Gemischtwarenladen. Das war wirklich ein kleiner Laden, wo sich, glaube ich, das halbe Dorf immer trifft. Und der Besitzer, der hat Deutsch gesprochen und war hin und weg. Hat mir erstmal eine Cola spendiert und 2 Schokocroissants. Dann habe ich mich mit den Bosniern ganz nett unterhalten. Jetzt hat mir der Faris, ein Junge mit seinem Kumpel, hier diesen richtig coolen Platz gezeigt. Alter Schwede, richtig cool. Ah, da sind die beiden. Und die machen sogar ein Feuer für mich. Ey, ich bin total geflasht. Ich habe hier sogar Licht. Richtig cool. Also, das ist jetzt schon ein Highlight hier in Bosnien. Ich finde das klasse. So, guten Morgen. Freitag, der 22. September. Gestern habe ich gar nicht mehr gefilmt, weil ich hatte ein ganz tolles Erlebnis. Ich durfte zum ersten Mal die Gastfreundschaft erleben, für die der Balkan ja bekannt ist. Ich hatte ja den Schlafplatz gefunden in diesem kleinen Dorf nahe Sanski Most. Und als ich dann morgens nochmal zu diesem kleinen Gemischtwarenladen gefahren bin, von dem Mirzo, und da so ein kleines bisschen gefrühstückt hatte, ne, ich hatte ja gesagt, ich komme nochmal vorbei, war ich kurz vorm Aufbrechen. Dann kam der Enes vorbei. Auch ein, ja, das ist so ein Mit-50er sein. Sprach sehr gut Deutsch. Der ist als Kriegsflüchtling damals in den 90ern, während des Jugoslawienkrieges, nach Deutschland gekommen. Und wurde da von der Familie aufgenommen und er sagte, er hat Deutschland viel zu verdanken. Die Kinder sind da zur Schule gegangen, Frau und Familie wohnen dann noch. Und er fährt halt regelmäßig in seine Heimat. So, dann haben wir kurz miteinander gesprochen. Dann sagte er, er will mich zum Mittagessen einladen und hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen als Gast. Und aufgrund meiner Erfahrung, die ich in vergangenen Touren gemacht habe, sollte man solche Einladungen nicht ausschlagen. Weil das für die Leute, die einen einladen, eine Ehre ist. Die machen das ja nicht ohne Grund. So, und dann habe ich beim Enes den Tag verbracht. Konnte natürlich meine Sachen organisieren und aufladen und heiß duschen und mich rasieren. Das war ganz toll. Wir haben uns viel unterhalten.
Ein richtig toller Mensch. Das war wirklich sehr schön. Also da bin ich echt sprachlos. Also weit gefahren bin ich heute nicht. Es waren, weiß nicht, keine 30 Kilometer, 28 vielleicht. Und es ist jetzt gleich 17 Uhr. Habe mir einen Schlafplatz organisiert. Eigentlich dachte ich, ich versuche es mal in dem stillgelegten Industriegelände, in dieser alten Fabrik. Aber da kam dann ein Mann vorbei, der sprach auch Deutsch und sagte, es ist verboten, funktioniert nicht. Alles Betteln hat nichts geholfen. Naja gut, aber er sagte, fahr mal zum Pajo. Der hat da so ein kleines Restaurant. Jetzt habe ich für 5 € eine große Portion Cevapcici gegessen und eine Cola getrunken. Und gefragt, ob ich hier irgendwo mein Zelt aufschlagen kann. Und er sagte, ja, kein Problem. Viel Platz. Und jetzt werde ich da schlafen. Total cool. Brauche ich nicht mehr das Zelt aufbauen. Ich habe hier einen Fluss, wo ich mich dann auch ein bisschen waschen kann, ein bisschen entspannen kann. Und da ist das Restaurant von dem Pajo. Da kann ich schön gemütlich sitzen, habe eine Toilette und Wasser, kann einen Kaffee trinken. Ja, und morgen soll es dann regnen. Schon angesagt. Und übermorgen auch. Ja, na, mal gucken, wie das wird. Auf jeden Fall entspanne ich hier jetzt ein bisschen. Genießt die Ruhe. So, guten Morgen. Das schlechte Wetter kam wie angekündigt. In der Nacht ist hier ein Gewitter rübergezogen und es hat auch ordentlich geregnet. Aber glücklicherweise bin ich so einigermaßen trocken geblieben. Einigermaßen, weil aufgrund des starken Windes zwischendurch dann doch mal ein paar Tropfen reingekommen sind in meine kleine Unterkunft. Aber der Schlafsack, der hat das alles gut weggesteckt. Ja, es war ein bisschen nass geworden, aber ich bin trocken geblieben. Also die Investition hat sich gelohnt. So, aber hier hinter den Bergen gewittert es anscheinend. Also es donnert ganz ordentlich. Jetzt werde ich mal gucken. Ich werde hier bei dem Restaurant noch einen Kaffee trinken. Mal gucken, ob es noch anfängt zu regnen. Oder dann zumindest ein paar Kilometer heute fahren. Weil Regen hin oder her, ich muss ja auch ein bisschen vorankommen. Ja. Bleibt halt auch mal nicht aus, ne? Man kann nicht immer nur alte Sonnenschein und 30 Grad im Schatten haben. Mahlzeit. Ist das ein schöner Sonntag. Ich habe mir gestern tatsächlich ein Hotelzimmer genommen, damit ich meine ganzen Klamotten von dem regnerischen Tag mal so ein bisschen trocknen kann und meine Sachen aufladen kann und so weiter, was man halt so macht. Und jetzt bin ich seit 9:30 unterwegs und schleppe mich hier 20 Kilometer, 1700 Höhenmeter rauf. Es geht nur bergauf. Jetzt nicht sonderlich steil, aber immerhin. Naja, und es regnet die ganze Zeit. Also wieder alles nass. Naja, eben habe ich einen Bosnier getroffen, der während des Jugoslawienkrieges nach Kanada gegangen ist. Der konnte also gut Englisch. Und der kümmert sich um 3 junge Straßenhunde, die in einer Baracke wohnen, wo eigentlich auch niemand ist. Und dann bin ich abgestiegen, habe ein bisschen mit ihm gequatscht. Ein paar Minuten. Es war ganz nett. So, aber ein bisschen Weg habe ich noch vor mir. Es geht jetzt langsam weiter südwärts. Und jetzt steuere ich erstmal so eine kleine Ecke an. Da soll es 2 Restaurants geben. Na, mal gucken. Vielleicht kann ich mich da wieder ein bisschen aufwärmen. Ein bisschen trocknen. Vielleicht was Günstiges essen. Das Essen ist hier wirklich günstig.
Na, mal sehen. So, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Erst fahre ich bei Nieselregen den halben Tag den Berg rauf. Und jetzt fahre ich ihn bei so einer zum Teil richtig schrecklichen Schotterpiste wieder runter. Und dann habe ich auch noch festgestellt, dass ich die scheiß Batteriekappe von meiner GoPro verloren habe. Ich hoffe nur, dass die Restaurants, die ich ansteuere, dass die existieren und auch aufhaben. Und dass ich da mich irgendwie aufwärmen kann. Ach, so eine Kacke. Ich bin hier im absoluten Nirgendwo, mitten in den Bergen. Weil mein Navi gesagt hat, fahr da lang. Dachte mir, gut, fährst du lang. Ist ja alles nicht so schlimm. Ja, aber man sollte vielleicht auch mal gucken, was das für Wege sind, die man denn lang fahren will. Echt cool, ey. So, guten Morgen. Ich habe mir bei dem Restaurant, wo ich angehalten habe, tatsächlich ein Zimmer genommen. War zwar ein bisschen teuer, aber man sollte es nicht unterschätzen, wenn es den ganzen Tag geregnet hat, Klamotten alles nass und feucht ist, Hände klamm und so weiter, Füße klamm, dann braucht man wirklich mal ein warmes Zimmer und vor allem eine heiße Dusche. Und es gab lecker Essen und es gab Strom und WLAN, also genau das Richtige, um die Energie so ein bisschen wieder aufzutanken. So, jetzt geht's weiter. Das Wetter wird besser und wir kommen langsam in den Süden. Und ab morgen soll es wieder schön sommerlich werden. Die ist noch gut 30 Kilometer entfernt. Ich denke mal so 15:30 werde ich da ankommen und mir da einen Schlafplatz suchen. Was man nicht vergessen sollte, Bosnien-Herzegowina wurde im Jugoslawienkrieg ganz schön mitgenommen. Das heißt, bei Wildzelten sollte man aufpassen, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein Minenschild steht, weil das könnte ganz schön böse enden. Aber gut, hier in der Ecke sieht das jetzt nicht so aus. Felder sind alle gemäht, also da wird sich schon irgendwas finden. Auf jeden Fall ist das hier gerade voll die coole Ecke. Also schön flach gerade, man kann schön was gucken. So, das ist das, was ich vorhin meinte. In manchen Gegenden muss man noch vorsichtig sein. Na gut, abgesehen davon, ich glaube in dem Wald würde ich sowieso nicht campen wollen. Falls man das hört. So, heute wird es wieder entspannt. Keine lange Etappe. Es geht zum größten See Bosnien-Herzegowinas. Und dann werde ich mir da einen schönen Platz suchen, Füße baumeln lassen und mal ein bisschen die Zeit genießen. Ich muss mich ja nicht abhetzen. Ach, das ist das Schöne, wenn man ein bisschen Zeit hat. Keine Verpflichtung, kein richtig tut. Ich bin hier in einem kleinen Café eingekehrt, um meine Sachen aufzuladen und
ein bisschen was im Internet zu gucken. Jetzt habe ich von der Chefin sogar noch ein Stück Kuchen geschenkt bekommen. Richtig gut. So, mein Tagesziel habe ich erreicht. Das waren heute aber auch keine 30 Kilometer. Macht aber auch nichts. Ich wollte diesen Flecken nämlich unbedingt besuchen. Den habe ich mal auf einem anderen Video gesehen von anderen Radreisenden. Und richtig toll. Also Wetter ist super, das bleibt auch super. Das heißt, ich kann das Außenzelt wieder weglassen und unter den Sternen schlafen. Und nebenbei habe ich eine wunderbar geniale Aussicht. So, hier steht mein Zelt, einigermaßen windgeschützt, weil es recht windig ist. Ja, hier liegt viel trockenes Holz, dann werde ich mir ein Lagerfeuer machen. Ich hatte vorhin eine richtig geile Abfahrt. Es hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Bosnier keinen Bock hatten, ihre Straßen fertig zu bauen. Kilometerlang. Und dazu auch noch leicht bergauf. Habe ich hier so eine Schotterpiste. Und das ist kein feiner Schotter, der fest ist, was dann noch irgendwo Spaß machen würde. Nein, das ist natürlich grober Schotter. Mit ganz vielen großen Steinen und so. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, was habe ich mir hier wieder für einen Weg ausgesucht? Ich bin ja mal wieder nicht der cleverste meiner Art. Back on the road. Der Aufenthalt auf dem Campingplatz war echt schön. War ein kleiner Campingplatz, war alles da, was man brauchte. Sauber war es, Leute total lieb und gastfreundlich. Und die anderen Gäste waren auch sehr nett. Man konnte sich gut unterhalten. War ein schöner Aufenthalt. So, jetzt geht es zum Wahrzeichen von Barglay. Das ist ein Kloster, was in Felsen eingebaut wurde und was am Fluss liegt. Ich habe aber die Befürchtung, weil es jetzt nun schon fast Mittag ist, dass da wieder alle Leute hinfahren. Ich fahre hier gerade den Chiro Railway Track entlang. Das ist eine richtig schöne Nebenstrecke. Der Asphalt ist super. Es geht durch eine ganz lange Schlucht. Hier neben mir ist ein Fluss. Hier ist der Bahnweg. Das ist richtig toll. Eine ganz schöne Strecke.
Heute soll es wieder zu einem großen See gehen. Da habe ich über Komoot gesehen, dass es da einen schönen Zeltplatz gibt. Mal gucken. Es sind jetzt noch 30 Kilometer in etwa. Bis 20 nach 1. Alles gut schaffbar. So, war das heute eine schöne Nachmittagstour. So circa 40 Kilometer bin ich gefahren, etwas mehr, aber war wunderbar. Ließ sich echt toll fahren. Nur bei dem See, den ich mir ausgeguckt habe, ließ sich überhaupt kein Schlafplatz finden. Ganze Straße entlang, nichts. So, damit ihr mal kurz einen Ausblick habt. Sieht wunderbar aus, so halbwegs. Ja, dachte mir, was machst du jetzt? Wo schläfst du jetzt? Wird dann langsam ein bisschen spät. Und dann habe ich mal wieder eine etwas unkonventionelle Methode gewählt und so ein kleines bisschen zu meinem Glauben gefunden. Kirchen sind nämlich meist immer ein guter Anlaufpunkt, wie ich schon festgestellt habe. Und das Geile bei dieser Kirche ist, die ist sogar offen. Also, ich werde dann hier meinen Schlafplatz einrichten. Ich brauche ja nur Isomatte und Schlafsack. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Morgen ist zwar Sonntag, das heißt vormittags, ich habe mal geguckt auf den Plan, ab 9 Uhr soll hier Veranstaltung sein. Aber ich denke mal, da ich ja ein Frühaufsteher bin, bin ich dann auch rechtzeitig wieder raus. Cool. Ich habe noch nie in der Kirche geschlafen. Danke, lieber Vater. So, guten Morgen. Es ist der 4. Oktober und meine letzten Stunden in Bosnien-Herzegowina brechen an. Ich habe die letzten 2 Nächte bei Milos in seinem Apartment verbracht, was er über Booking vermietet. Und das war in der Stadt Trebinje, der südlichsten Stadt in Bosnien-Herzegowina. Es war auch ganz nett. Und die waren so putzig. Da gab es abends noch einen Kaffee und so mit seiner Mutter zusammen, die zwar kein Wort Englisch gesprochen hat, aber ganz lieb, ganz putzig, war schön. Also Milos, wenn du das siehst, hab nochmal vielen Dank. War ein sehr angenehmer Aufenthalt. So, jetzt geht's nach Montenegro. Und ich muss gestehen, da habe ich so überhaupt keine Vorstellung von. Ich fahre nicht an die Küste. Das ist mir da alles zu touristisch und zu verbaut. Ich fahre jetzt in die Stadt Nikšić, von dort weiter nach Podgorica und dann geht es auch schon nach Albanien. So, mal gucken. Es wird wieder eine kürzere Etappe. Lange werde ich da nicht bleiben. Mal gucken, knappe Woche vielleicht. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, aber ein bisschen Strecke habe ich noch vor mir.